Ja, die Autoleidenschaft, woher kommt sie eigentlich? Ich würde sagen, zum großen Teil durch meinen Vater. Mein Vater war schon immer großer Autofan und ich erinnere mich an viele Fahrten, als ich noch ganz, ganz klein war, 2, 3, 4 Jahre. Mein Vater war übrigens immer BMW-Fahrer. Speziell im Winter, dass wenn wir morgens am Wochenende zum Bäcker gefahren sind, um die Frühstücksbrötchen zu kaufen, keine Kurve ausgelassen wurde, um auf frischem Schnee doch nochmal einen schönen Drift hinzulegen. Das ist scheinbar so tief bei mir angekommen, dass die Leidenschaft 1:1 übernommen wurde. Das heißt, ich war schon immer begeisterter Autofan und Autofahrer und auch Automitfahrer. Zumindest damals, als ich noch keinen Führerschein hatte. Meine Eltern erzählen immer die Geschichte, eins ihrer ersten Autos war ein VW Käfer Cabrio, das hinter den Rücksitzen ein ganz kleines Fach hat, wo normalerweise das zurückgeklappte Verdeck reinkommt. Und wenn ich am Abend gar nicht schlafen konnte, haben sie mich dort hinten reingelegt, sind nur einmal um den Block gefahren. Das war ein kleines Stück Schnellstraße B74, einmal durch Vegesack, unseren Ortsteil. Und spätestens dann habe ich geschlafen. Egal, was vorher war, ob krank oder Zahnschmerzen oder was auch immer, das hat immer geholfen. Also irgendwie muss da doch irgendwie eine kleine Leidenschaft sein. Naja, da ich aber ja natürlich nicht wie jeder andere schon mit ganz jungen Jahren Auto fahren konnte, startete dann eigentlich die Begeisterung erstmal auf 2 Rädern. Ich bin auch immer gerne Fahrrad gefahren, was ich immer noch sehr viel tue und auch sehr gerne tue. Und durch Zufall mit 12 Jahren auf meinem damaligen Peugeot-Rennrad vom Trainer des ansässigen Radrennclubs auf einer Spritztour entdeckt worden, der dann gleich sagte, Mensch, du hast so ein tolles Rennrad, willst du nicht bei uns in den Verein kommen? Das war damals die RRG Bremen. Und ich gesagt, ja Mensch, hätte ich eigentlich Spaß dran, klar, das machen wir. So, wir also, Vater und ich, sofort beigetreten und weil dann aber das normale Peugeot, Normalstandard-Rennrad nicht mehr reichte, gab es dann zum Glück auch schnell ein richtig schönes Rennrad mit Campagnolo-Ausstattung, das war damals High-End. High-End zieht sich da eben irgendwie durchs Leben, ob sie Autos sind oder die Fahrradteile. Naja, jedenfalls bin ich viel Fahrrad gefahren mit meinem Vater und nach kurzer Zeit habe ich damit begonnen, das Fahrrad weiter zu optimieren. Habe dann erst an meinem Fahrrad rumgeschraubt, Bremsen, Felgen einspeichen, zentrieren, Kabelleitungen anders verlegen. Vor dem Hintergrund irgendwo in einer Zeitung mal gesehen, irgendein Profi hat ein Kabel anders verlegt, weil es aerodynamischer sein soll, also musste ich das auch machen. Naja, und jedenfalls war das dann so weit, dass ich mit 15 schon für den halben Verein die Fahrräder gebaut habe und optimiert habe, eigene Scheibenräder fürs Hinterrad gebaut hat, was es sonst nirgends zu kaufen gab. Internet gab es ja nicht, das heißt, es gab also, irgendein Profi hatte so ein Ding auf der Welt, aber da ist kein Mensch dran gekommen, das heißt, entweder selber bauen aus Sperrholz oder ohne fahren. Und das habe ich dann eben immer weiter ausgelebt. Und was mache ich auch immer noch. Also meine Rennräder jetzt sind immer noch schöne Stücke. Naja, jedenfalls irgendwann reichen die Rennräder nicht mehr aus. Und nachdem ich durch Zufall, mein Vater war natürlich auch Automotor- und Sport-Fan und Leser, genauso wie die damalige Zeitung Rally Racing, die ja leider eingestellt ist, eines der absoluten Lieblingsmagazine meiner Zeit und Sportauto, habe ich durch Zufall mit 14, 15 Jahren einen Bericht eines Rennautos entdeckt, abends zu Hause auf dem Sofa. Und zwar ein Auto, was mich wahrscheinlich so beeinflusst hat wie sonst gar keins überhaupt wieder danach. Es handelt sich um den Deutsche Rennsportmeisterschaft BMW Schnitzer. Rodenstock nennt sich das Auto. Gelbes Auto mit Rodenstock-Werbung drauf. Deshalb dieser eigenartige Name. Das war ein Auto, ich will es mal zeigen. Hier ist er zu sehen. Ein BMW 320 mit Turbomotor, der in den Jahren zuvor schon relativ erfolgreich in der DRM gefahren ist. Aber dann kamen irgendwann die Turbo-Capris von Zackspeed, die durch abgesägte Schweller und Gitterrohrrahmen auch mal 20 cm flacher waren. Naja, und dann musste Schnitzer natürlich nachziehen und hat genau so ein Auto nachgebaut. Und ich habe eben diesen Bericht gesehen, ich weiß nicht mehr, Automotor und Sport oder Rally Racing, mit vielen Bildern, Detailbildern und allem. Und ich war sofort infiziert und habe gesagt, das Auto musst du haben und musst du bauen. Was natürlich völlig unsinnig war, aber es dauerte keine Woche. Bin ich zum ansässigen Schrottplatz gegangen, habe mir einen BMW 323i besorgt, ohne Motor. Habe das Auto transportieren lassen, ich war damals 16,
Der Schrotthändler hat ihn zu uns nach Hause gebracht. Wir hatten zum Glück ein relativ großes Grundstück und eine Scheune. Und in der Scheune habe ich dann mit der geliehenen Flex meines Onkels angefangen, das ganze Auto zu zerflexen. Habe mir so in etwa einen Plan gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Habe alles zerflext, bis alles auseinandergefallen war. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich ja nicht mal ein Schweißgerät habe, geschweige denn irgendwie eine Leere oder irgendwas. Und habe dann erstmal mit dem Projekt wieder aufgehört, habe alles abholen lassen und der Schrotthändler hat sich ein zweites Mal gefreut. Der hat es nämlich einmal an mich verkauft und dann musste ich es noch bezahlen, dass er wieder alles zurückgenommen hat. Gut, das war also mein allererstes Auto. Vielmehr, es war ja eigentlich kaum ein Auto, weil es war eigentlich nur ein Projekt. Aber schon damals, will ich eigentlich damit nur sagen, hatte ich keine Angst auch vor größeren Projekten, auch wenn sie vielleicht nicht immer geklappt haben. Gut, mein erstes wirkliches fahrbares Auto war dann kurz danach ein Käfer. Den habe ich im Prinzip mit 18 gekauft. Käfer vielleicht auch deshalb. Porsche war natürlich auch schon immer die Leidenschaft. Relativ baugleich, Motor hinten, Boxermotor. Und vielleicht habe ich damals schon gedacht, Mensch, kannst was von lernen. Vielleicht war er auch einfach nur günstig, ist einfach lange her. Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig. Jedenfalls habe ich mit dem Auto in jedem Falle das Driften gelernt. Wir hatten in in Bremen damals noch viele Parkplätze, Schotterstraßen, Feldwege und ganz besonders in Bremen einen ganz großen Schotterparkplatz, auf dem man perfekt mit diesem Auto driften konnte, obwohl er nur 44 PS hatte. Da half dann auch nicht, dass der Luftfilter abgebaut wurde und der Auspuff abgeschraubt und die Rohre ersetzt und alles, aber driften konnte das Auto. Also das ging richtig gut, nicht viel schlechter als jetzt mit dem Porsche. Aber irgendwann war der auch zu langsam und was man sich damals noch gerade leisten konnte, waren damals die Golf 1 GTIs. Das war dann der nächste Schritt. Mein erster Golf 1 GTI, Baujahr 76, silbernes Auto, super schick von außen. Natürlich die hintere Achsaufnahme komplett abgerostet. Das war so in den, weiß ich auch nicht, Anfang 80er Jahren, Mitte 80er Jahre. Also hatte das Auto auch schon gut 10 Jahre auf dem Buckel. Und nach dreimaligem Anlauf beim TÜV habe ich es dann auch immer geschafft, das Auto durch den TÜV zu kriegen und bin das dann auch eine längere Zeit gefahren. Weil ich aber eben immer gerne gebastelt habe, kamen immer mehr Golfs dazu. Und wie ich ja schon gesagt hatte, das Grundstück meiner Eltern war zum Glück relativ groß und die Scheune auch. Das gipfelte dann daran, dass meine Mutter sagte, also Jan, so hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Du hast jetzt hier 8 GTIs und Scirocco GTIs hier stehen. Ein einziger fährt nur, der Rest sind eigentlich alles nur Baustellen. Da müsse sich jetzt mal was dran verändern. Naja, und dann wurde der Fuhrpark etwas verkleinert. Gut, ich war dann irgendwann mit der Schule und Studium und allem soweit durch, bin zur Bundeswehr gegangen, habe dann da, weil ich ja 2 Jahre mich verpflichtet habe, mit der Unteroffizierlaufbahn zum Glück auch gut Geld verdient, einen Riesenschritt nach allem, was vorher war nach Schule und habe dann aus Leidenschaft meinen ersten Porsche gekauft. Das war eben der besagte von unserem ansässigen Textilreiniger, der ganz schlimme gelbe, den ich dann ganz lange restauriert habe. Da haben wir hier auch ein Bild. So sah er hinterher aus. Ursprünglich mal gelb, aber wie das so war zu der Zeit und man war ja auch schließlich jung, 18, 19, 20 Jahre alt. Gelb geht gar nicht, schwarz ist das Einzige, was geht, um eine Frau zu beeindrucken. Also musste der leider aus jetziger Sicht in schwarz umlackiert werden. Ja, den habe ich damals dann auch in der Scheune ganz zerlegt, inklusive Motor raus, Motorteil zerlegen. Da mir das aber damals noch eine Nummer zu groß war, habe ich mich durch Zufall kennengelernt, den sehr gut bekannten jetzigen Rennmotorenbauer Manfred Rugen. Der kommt ja auch ganz aus der Nähe von Bremen. In Heppstedt hat er ja sein schönes Geschäft, seinen Laden, seine Werkstatt. Naja, und soweit ich weiß, ist mein S2,4 Motor, den wir dann mehr oder weniger gemeinsam, er federführend, ich eigentlich nur Teile beschaffend, auf 2,8 Liter RSR umgebaut haben für das Auto. Einer der ersten Porsche-Motoren, die mein Freund Manfred gebaut hat. Und wie es jetzt mit ihm weitergegangen ist, weiß jeder. Jetzt ist er wohl der erfolgreichste historische Rennmotorenbauer für Porsche-Motoren überhaupt. Gut, wenn man Freundschaften hat. Naja, jedenfalls das Auto bin ich dann 1, 2 Jahre gefahren. Aber nach der Bundeswehrzeit, der Unterhalt ist natürlich auch teuer. Das Auto früher mit der Hochdruckeinspritzanlage hat ja irre viel Benzin verbraucht, speziell im Kalt- und Kurzstreckenbetrieb. Unter 20, 25 Liter war der ja nicht mal langsam zu fahren. Wurde der natürlich im Studium deutlich zu teuer. Und da ich ja in München angefangen habe zu studieren, lag da nichts näher, als zu probieren, das Auto in München zu verkaufen. Und nachdem ich das Auto dann in
Tageszeitungen beworben habe und alles Mögliche probiert habe, kam dann ein anderer Bekannter zu mir und sagte, Mensch, du kennst doch bestimmt die Firma Reutmeier in München. Die bauen doch auch Rennmotoren. Die machen auch viel alte Fahrzeuge, vielleicht haben die ja Interesse. Naja, letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass dann die Firma Reutmeier, die ja zu der Zeit deutlich noch bekannter waren als Manfred Rugen, der war ja noch in den Startlöchern. Reutmeier hat, soweit ich weiß, zu der Zeit im Prinzip fast alle 24 Stunden Rennen, Nürburgring, Gewinnautos auf Porsche-Basis gebaut. Das heißt also die Top-Adresse überhaupt. Mit dem bin ich mir dann relativ schnell einig geworden mit dem Auto. Ja, wenn man sich heutzutage Gedanken macht, zu welchem Preis man es abgegeben hat, dann würde man heulen. Aber das ging ja wahrscheinlich allen, die zu der Zeit Autos verkauft haben. Naja, jedenfalls, der ist damit, glaube ich, glücklich geworden. Der hat es mir nach kurzer Zeit für einen deutlich höheren Preis nach Japan verkauft. Und der Japaner, soweit ich weiß, ist immer noch glücklich mit dem Auto. Ja, das war eigentlich so mein Werdegang in Richtung Porsche. Und dann gab es eben lange keinen Porsche während des Studiums, sondern dann irgendwann Mercedes. Unter anderem natürlich Brabus inspiriert. Gipfelte das Ganze dann auch in diversen 190er und 2,3 und 2,5 16V, mit dem wir dann auch 1997 mit dem Brabus-Team beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring teilgenommen haben. Das war dann mit dem Auto hier. Haben wir gemeinschaftlich aufgebaut, Brabus einer unserer Hauptsponsoren, gemeinsam mit mehreren Freunden. Und das war so die erste größere Rennsporterfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte vorher vielleicht, ich will mal sagen, keine 10 Runden Nordschleifenerfahrung. Damals war das mit dem Vorweisen der Rennlizenz und allem, war noch alles relativ einfach. Die hat man beantragt, dann hat man gleich eine C-Lizenz bekommen. Ja, dann brauchte man nicht groß nachweisen, ich bin schon so viel und so viele Runden da gefahren. Man hat sich angemeldet, war in einem Team und durfte sofort fahren. Jedenfalls weiß ich noch genau, das erste nächtliche Training. Meine ganzen Kollegen, die alle viel Nordschleifenerfahrung hatten, die sind alle VLN-Rennen gefahren, haben immer gesagt, Mensch, sei vorsichtig, fahr bloß nicht so schnell und so weiter und so weiter. Jedenfalls weiß ich noch genau, die ersten paar Runden Nachttraining, ich wusste hinter den Kuppen nicht mal, ob es rechts oder links geht. Jedenfalls sind wir toll gefahren, richtig klasse. Das Auto lief wie ein Uhrwerk. Wir haben überhaupt gar keine Probleme damit gehabt, hatten leider nicht die allerbesten Reifen zur Verfügung, sondern die einzig guten Reifen, die wir hatten, waren die Regenreifen. Es hat aber den ganzen Tag lang über die Sonne geschienen, war also echtes Spitzenwetter. Und erst gegen Nacht, gegen späten Abend, fing es auch mal an zu regnen. Leider gerade in der Zeit, als ich dann auch noch mit meinem Turn dran war. Das heißt, die erfahrenen VLN-Fahrer aus unserem Team sind alle schön bei Sonnenschein gefahren. Und als es anfing mit Platzregen und Regen, durfte ich mich dann ins Auto setzen mit 0 Erfahrung. Die Zeiten, die wir dann in der Nacht mit dem Auto gefahren sind, waren so gut, dass wir uns ruckzuck vom 50. auf den 20. Platz verbessert haben. Das heißt, wir waren in den Regenrundenzeiten immer knapp unter den Top 10. Und eigentlich waren bei uns geplant, ich glaube es waren 6 oder 8 Runden, jedenfalls Funk hatten wir nicht, aber die ersten C-Netztelefone waren es, hatten wir da drin im Auto. Freisprechen gab es auch nicht. Das heißt, telefonieren war ganz kompliziert und ging auch nur an ein paar Stellen. Jedenfalls rief mich ständig unser Teammanager an und sagte, du musst noch draußen bleiben, du hast noch Sprit im Tank, fahr weiter, fahr weiter. Na, jedenfalls letztendlich bin ich dann 2 oder 3 Runden mehr gefahren. Die anderen Kollegen haben sich zwar geärgert, dass ich lange fahren durfte, aber die Zeiten waren gut und wir sind ins Ziel gekommen, haben uns riesig gefreut, haben dann danach das Auto verkauft und das war eigentlich so die Hauptrennerfahrung meines Lebens. Ach ja, und zum Schluss, ganz wichtig, stay tuned, weil da wird noch eine ganze Menge mehr folgen an Videos. Und wer Fragen oder Kommentare hat, unbedingt bitte schreiben, damit wir darauf reagieren können, weil wir wollen ja aktuell sein und genau das bringen, was ihr hören wollt. Bis dann.